Moin Leute, ich möchte euch heute gerne die Miniatur von Falcon Leather vorstellen. Ja, Falcon Leather ist ja ein sehr beliebter Duft von der Marke Matière Première. Ich habe diesen Duft auch schon vor circa 10 Monaten sehr ausführlich hier auf YouTube vorgestellt. Das heißt, ich werde mich heute auch generell etwas kürzer fassen und heute geht es primär eben auch um die Miniatur. Ja, während ich euch hier etwas zu der Duft-DNA erzähle, blende ich euch das Unboxing ein. Alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, es handelt sich hier eben um die Miniatur 6 Milliliter Größe. Die 6 Milliliter kosten 30 Euro. Das ergibt einen Milliliterpreis von 5 Euro. Da muss man natürlich auch sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis dann eher weniger gut ist. Da machen natürlich die 50 ml für 140 Euro oder die 100 ml für 185 Euro deutlich mehr Sinn. Nichtsdestotrotz können die 6 Milliliter auch durchaus Sinn ergeben. Denn nicht jeder benötigt einen 50 oder 100 Milliliter Flakon, vor allem auch wenn man eine gewisse Sammlung hat, also eine gewisse Anzahl an Parfums hat, reichen ja mitunter auch die 6 Milliliter aus. Man muss auch dazu sagen, dass Falcon Leather überdurchschnittlich, also wirklich sehr stark performt. Also man braucht wirklich nur sehr wenige Sprüher von diesem Duft. Von daher sind die 6 Milliliter dahingehend vielleicht gar nicht so verkehrt. Und es ist auch eine ideale Größe, um den Duft überhaupt erstmal mehrmals zu tragen oder tragen zu können, um den Duft eben kennenzulernen, um dann natürlich auch abschließend zu entscheiden, ob es für einen Kauf der 50 oder 100 Milliliter reicht oder eben nicht. Natürlich spricht aber auch nichts dagegen, sich Abfüllungen zu besorgen, die ja dann in der Regel auch nochmal deutlich günstiger sind als so eine Miniatur. Ich persönlich finde aber, dass so eine Miniatur einfach schicker aussieht, ja, und einfach mehr hergibt. Aber wie gesagt, es spricht natürlich auch nichts gegen Abfüllungen. Ja, dann auch noch mal ganz kurz etwas zu der Duft-DNA. Ja, Falcon Leather riecht wirklich sehr ledrig, würzig und auch rauchig. Der Ledergeruch wird hier durch die Kombination von Safran und Birkenteer erzeugt. Also durch diese beiden Duftnoten entsteht quasi der intensive, ledrige Geruch. Ja, dann haben wir auch noch so ein bisschen Labdanum, Benzoe, also auch noch andere Duftnoten, die diese Duftkomposition abrunden. Aber es ist halt wirklich primär ein ledriger, würziger und auch rauchiger Duft. Im Drydown wird der Duft dann immer etwas süßer. Das finde ich eigentlich recht interessant. Und das ist irgendwie auch so ein interessanter Gegenpart eben zu der recht würzig, rauchigen Ledernote. Und es ist natürlich auch ein sehr beliebter Duft in der Community. Aber es gibt natürlich auch einige Leute, die mit dieser Duft-DNA nichts anfangen können. Und da kommen wir halt immer wieder an den Punkt zurück, dass alles Geschmackssache ist und dass das alles ein subjektives Empfinden ist. Ich finde den Duft toll, allerdings kann ich den Duft auch nicht täglich tragen. Ich habe zwar auch sowieso eine gewisse Rotation, aber es ist für mich persönlich nichts für jeden Tag, aber ab und zu mal trage ich den Duft wirklich sehr gerne. Ja, du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du den Duft findest. Schreib mal was in die Kommentare. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.